Die Godot Engine 4.7 Development Snapshot 5 wurde am 17. April 2026 veröffentlicht. Es ist die letzte Version vor Beginn der 4.7 Betas. Und auch heute ist die große Frage, welche neuen Features verstecken sich hier drin, welche Perlen sind Teil des interaktiven Changelogs und was solltest du in jedem Falle wissen. Ich bin der Truly Most Wanted und du bekommst Godot 4.7 erklärt. Lass gerne einen Daumen nach oben da, abonniere auch gerne, wenn du mehr sehen möchtest und schreib mal deine Favoriten aus diesem Dev Snapshot in die Kommentare. Und jetzt legen wir los. Beginnen wir mit den Highlights in der 4.7 Dev 5 und den ersten Schritt macht hier der neue Asset Store oder eher gesagt die neue Asset Lib. Denn jetzt kriegen die beiden Fenster, eben der Reiter Asset Lib in der Engine und auch die Vorschau von ausgewählten Assets eben ein Makeover. Das liegt daran, dass das gesamte Konzept dahinter auf eine neue API verschoben wurde. Und was heißt das im Klartext? Wenn ihr jetzt zum Beispiel die Asset Lib über euren Browser aufrufen möchtet, dann könnt ihr einfach die folgende Adresse euch merken: store.godotengine.org. Das ist die Webadresse für den kompletten Asset Store. Und hier oben gibt es eine Vorschau von ausgewählten, sehr guten und häufig empfohlenen Assets, wie eben Godot Steam-Integration, Dialogmanager haben wir hier, Metroidvania, Instant Stock, Phantom Camera sehr beliebt und auch GD-Script Formatter. Und wenn euch hier irgendwas gefällt oder es euch interessiert, dann könnt ihr einfach das Ding hier anklicken und dann kriegt ihr auch hier natürlich im Web direkt die Vorschau mit der Beschreibung hier wie in der Engine, dem Changelog, was bisher hier wie gemacht wurde und auch Reviews von anderen Nutzern. Und dann könnt ihr immer noch entscheiden, ob ihr das Ganze hier als Paket eigenständig herunterladen wollt oder in eure persönliche Library eben Favoriten hinzufügen möchtet. Ansonsten oben rechts gibt es auch eine Accountverwaltung, da könnt ihr euch selbst einen erstellen mit Google, Microsoft, GitHub, GitLab, Bitbucket oder Discord und dann könnt ihr auch selbst hier eigene Assets im Asset Store der Godot Engine veröffentlichen. Ihr merkt, das Ganze ist noch eine Beta, aber im Grunde jetzt mit der 4.7 wird das ein vollwertiger Asset Store. Entsprechend also hier neues System, bessere Look und bessere Übersicht. Das nächste Feature ist ein Rework des Export Template Dialogs, denn jetzt gibt es hier einen Export Template Manager. Was erlaubt er dir? Vorher hast du ja immer ein riesen ZIP-Paket heruntergeladen, in dem alle Plattformen drin waren. Aber was ist, wenn du zum Beispiel dich nur für Windows interessierst? Jetzt kannst du hier oben entweder zwischen dem Button Install All Templates oder bei Auswahl Install Selected Templates auswählen. Also nur noch die Dinge herunterladen, die dich auch wirklich interessieren, weil das Problem an dieser riesigen ZIP-Datei war, da sind jetzt 6, 7, 8 Plattformen drin, aber vielleicht baust du im Rahmen von der Game Jam gerade mit der Godot Engine nur für Windows. Dann wäre es ja blöd, die anderen Plattformen herunterzuladen, die du eigentlich gar nicht brauchst oder haben möchtest. Deswegen hast du jetzt hier bessere Kontrolle über die verschiedenen Export-Templates direkt in der Engine. Als nächstes kriegen die Rich Text Label eine Erweiterung und zwar hinsichtlich der Images. Es gibt ja hier die Möglichkeit für Bilder mit Height eben die Höhe oder Width die Breite anzugeben und die neue Einheit EM ist jetzt hier eben drin, wie es das auch in CSS gibt. Das heißt, ihr habt jetzt hier in dem Falle EM Quadrats, also quadratische Größen und wenn ihr jetzt hier zum Beispiel einen Text habt, do you have any coins? Hier oben, kleiner Text mit normaler Fontgröße und dann sagt ihr aber in einer anderen Zeile, hier mit Font Size 50, I said, do you have any coins? Hier mit 50 Größe, dann bleibt bei 1 EM, egal ob normale Schriftgröße oder hier in 50er Größe, die Münze genauso groß im Verhältnis wie der Rest des Textes. Das ist für euch ganz praktisch, um nochmal hier dynamische Dialoge sehr schön zu gestalten. Shader kriegen ein sehr cooles Feature. Es gibt ja bereits ein beliebtes Plugin und zwar den Godot Shader Previewer. Das ist eine GD-Extension, die eben in GD-Script geschrieben ist und die hat jetzt eine C++-Implementierung bekommen und ist nativer Teil der Engine geworden. Das heißt, ihr habt jetzt für die verschiedenen Funktionen, die ihr beim Schreiben von Shadern macht, direkt die passende Vorschau. Schaut mal hier.
Wir haben hier 4 Zeilen Code, die eben von einer Texture eben hier die RGB-Werte auslesen. Das wäre dann eben das hier. Dann haben wir hier einmal eine Manipulation über die Sinus- und Cosinus-Funktion, wo das Ganze eben abgeändert wird. Das ist dann diese Ausgabe hier. Hier unten bauen wir uns einen Vektor 3, der einfach, wie gesagt, nur Werte hat. Und dann eben die UV-Map können wir uns auch auslesen lassen. Und dann kriegen wir jetzt hier direkt Inline-Previews. Und was hieran wirklich sehr praktisch ist, wenn ihr jetzt beim Programmieren einen Fehler machen solltet und ihr sagt, ja, Zeile 7 müsste aber eigentlich blau statt grün sein, dann habt ihr vielleicht hier drin die falschen Funktionen verwendet und ihr könnt direkt erraten, wo ein Fehler wirklich ist. Das gibt euch sehr schöne Möglichkeiten in der Live-Vorschau oben bei eurer Node und auch hier unten eben im Editor selbst. Nächstes neue Feature ist hinsichtlich Rendering. Es gibt jetzt Area Light 3D und zwar eine neue Form. Und zwar Rectangular Area Light Sources. Die könnt ihr jetzt konfigurieren und dadurch hier so beleuchtete Fenster zum Beispiel oder auch Bilder hier in einer Art Museum machen. Und ihr seht auch hier, je nachdem wie euer Material konfiguriert ist, als Toon, Rim, Clear Coat, SSS, Skin oder auch Backlight, ihr merkt, wie die Bilder jetzt von rechts und links hier Einfluss nehmen auf welche Art von Materials. Also für euch wieder eine Spielerei in 3D, die sich definitiv lohnt. Und jetzt kommen wir zu den Highlights, die nicht mehr oben sind, sondern schon Teil des interaktiven Changelogs sind. Da auch der Hinweis, in der Dev 5 sind es nur noch 135 Fixes, die Anzahl nimmt also weiter ab, aber trotzdem kriegen wir hier ein paar sehr starke neue Inhalte. Die erste Sache hier ist Add Vertex Snap Support for Subgizmo Points. Wir hatten ja schon bereits Vertex Snapping bekommen für Meshes, jetzt kommt das eben auch für Elemente, die einen Mesh oder eine bestimmte Node aufbauen. Hier in diesem Beispiel wird ein Path 3D genutzt, also im Grunde eine Kurve, bestehend aus einzelnen geometrischen Punkten, die durch Kanten miteinander verbunden sind und einer Mesh-Instanz, eben dem Würfel hier. Und jetzt könnt ihr hier sehen, wie ihr mit Vertex Snapping die einzelnen Punkte von der Kurve genau auf die Punkte des Meshes setzen könnt. Das heißt, auch hier ist das Ganze erfolgreich implementiert. Jetzt wird der Würfel noch verschoben und ihr seht, die Kurve bleibt übrig und hat genau diese Außenkante und Form des Würfels angenommen. Eine sehr praktische Sache. Der nächste Pull-Request beschäftigt sich mit einem Revamp der Audio Bus Layout UI. Denn ihr kennt vielleicht am unteren Rand von der Godot Engine dieses Fenster hier, bei dem ihr die verschiedenen Bus-Layouts konfigurieren könnt. Eben zum Beispiel die Lautstärken und Effekte vom Master. Vielleicht habt ihr hier Musik, Umgebungsgeräusche, Soundeffekte, Spieler, Dialoge oder andere Möglichkeiten eben, die man so in Spielen einstellen kann. Das hier ist das alte Design, was ihr kennt. Dieses Strich-basierte als Anzeige von unten nach oben, da unten die Liste der verschiedenen Effekte. Der User hat jetzt hier in dem Falle das Ganze verbessert und zwar hinsichtlich Klarheit, Clipping, unnötigen Lücken, Customization, Anpassbarkeit an den Rest des Editors und auch eine Liste von Bugfixes hier oben. Und wie sieht das Ganze jetzt in der neuen Version aus? Das ist jetzt diese Form hier. Fangen wir mal hier vorne an, wenn das Video laden würde. Ihr seht schon hier, dieses Strichbasierte von unten nach oben ist weg. Man hat jetzt hier einen klaren Farbverlauf mit dunklerem Hintergrund, um direkt ablesen zu können, wie laut ist aktuell dieser jeweilige Bus. Und vielleicht fallen dir auch hier diese kleinen weißen Streifen auf. Denn abhängig von einer eingestellten Lautstärke dieses jeweiligen Busses erreicht er ja auch eine gewisse maximale Lautstärke. Das wird signalisiert hier durch diese beiden weißen Striche. Das kennt man auch aus vielen Audio- und Videoprogrammen. Daran kann man sich orientieren, wo ist die Obergrenze von der abgespielten Soundquelle, also jetzt hier dem Audio-Stream-Player, bis wohin schlägt die Musik hier aus. Also kann man quasi sich hier dran orientieren und merkt, okay, ich muss vielleicht die Lautstärke etwas reduzieren oder irgendeinen der Filter anpassen.
Es kommt aber noch besser. Denn Anpassbarkeit an den Editor gehört ja auch dazu. Wenn du jetzt sagst, du willst die Farben und die Lesbarkeit ändern, dann kannst du über die Editor Settings in den Reiter Editor gehen und hier gibt es Audio Buses. Und hier haben wir jetzt Einstellungen für die aktiven MinDB, NormalizeDB und MaxDB. Bestimmt kennst du ja hier unten diese Farbpalette. Grün ist okay, Gelb ist durchschnittlich, Rot ist zu laut und jetzt sind diese Farben hier unten von diesem aufleuchtenden Bereich auch umkonfigurierbar. Hier wird jetzt ein Schema gewählt von eben Blau zu Lila zu einem hellen Pinkton. Und nach Anwenden siehst du, das Ganze erreicht hier unten auch genau diesen Farbverlauf und ist genauso lesbar wie vorher, nur eben in eigenem Design. Dazu können wir auch hier die Farben anpassen für den Hintergrund und ihr merkt, der Bereich da oben wird jetzt auch heller als vorher. Also in dem Falle schöne kleine Änderungen für das Audio Bus Layout und dadurch mehr Konfiguration, besseren Kontrast und bessere Steuerung. Finde ich persönlich sehr, sehr cool. Auf Android könnt ihr jetzt eingebettete Spielfenster sowohl bewegen als auch skalieren. Dafür würden hier entsprechende Symboliken eingefügt. Wenn ihr hier auf Play drückt, seht ihr selbst, hier gibt es einmal hier oben das Bewegen-Symbol und am Rand des Fensters hier in den Ecken das Skalierungssymbol. So könnt ihr jetzt entsprechend hier das Ganze vergrößern und verkleinern und ausrichten, wie ihr es braucht. Eine Kleinigkeit, die aber doch für viele Android-Entwickler oder eben auch Tester dort sehr, sehr praktisch ist. Das nächste ist wieder eine visuelle Änderung am Editor-Interface. Bestimmt kennst du es ja, wenn du in den Play-Mode gehst, dass du die Wahl hast zwischen der Remote-Scene und der Local-Scene. Local ist das, was du im Editor aufgebaut hast, Remote ist das, was gerade im Spiel geladen ist. Und hier ein direkter Vergleich, so waren die beiden Buttons vorher, so sind die beiden Buttons jetzt nach Veränderungen des Designs. In dem Fall auch besser klickbar und besser lesbar. Hinsichtlich Android gibt es jetzt die Möglichkeit eben neue Exportoptionen festzulegen, um so einen Customizable Splash Screen möglich zu machen. Das Ganze ging bereits auf anderen Plattformen, jetzt eben auch für Android. Und falls du mit GD-Extensions arbeiten möchtest, gibt es jetzt hinsichtlich der Klasse Variant auch eine GetType-by-Name-Funktion, die genutzt werden kann, um den aktuellen Type zu bestimmen. Das nächste Feature ist im Bereich 2D. Wenn du dort mit der Tilemap Layer Node ein Level in 2D baust und du hast in deinem Tile Set hier mehrere Tiles ausgewählt und danach das Feature aktiviert für zufällige Auswahl, eben mit dem Würfelsymbol, dann kannst du jetzt bereits beim Zeichnen in der Tilemap Layer Node, abhängig davon, wo deine Maus ist, sehen, welche werden jetzt als nächstes gemalt. Und dann kannst du immer bestimmen, ob dir diese Auswahl gefällt. Auch hier beim Malen von Linien und eben dem Fülleimer klar sichtbar, die Füllung entscheidet jetzt eben, was dort zu finden ist. Das kann ganz praktisch sein, um so eben dynamische Levelgenerierung mal zu visualisieren, weil es ist wirklich zufallsbasiert und man weiß ja nicht direkt, was rauskommt. Also ganz praktisch für alle, die 2D-Leveldesign machen. Das nächste Feature betrifft das Dateisystem in der Godot Engine, also unten links dort, wo du deine Ressourcen ablagerst. Die Move oder Duplicate To Funktion wurde verbessert. Wenn du jetzt das Ganze auswählst, wirst du direkt hier in der Übersicht den Ordner markiert sehen, in dem auch deine Ressource hier unten drin ist. Hier das Sandpit Column 2 ist hier im Ordner Sandpit und der wird auch automatisch hier im Dialog ausgewählt. Und jetzt kannst du eben dann dort einen anderen Ordner auswählen und dann die Move-Funktion nutzen. Spart dir einfach die Suche und ein paar Klicks, um das Ganze zu finden, und der User hat auch noch hier das Fenster weniger breit gemacht und natürlich weiterhin hier auch die Folder Colors im Hintergrund mit eingebunden. Also sehr praktisch und sehr schön visuell. Alle GDScript-Nutzer kriegen jetzt noch eine Keyword Code Completion Option. Vorher war einfach nur für das Keyword Return hier der Würfel dabei, also ganz generisch. Jetzt gibt es hier das Kürzel KW für Keyword, dass du direkt erkennen kannst, was sind welche Bestandteile hier, die vorgeschlagen werden.
Die Control Nodes haben jetzt Translation Kontextfelder erhalten. Vielleicht erinnerst du dich noch daran, dass in der Godot Engine 4.6 bereits für Translations unter anderem Spalten wie Plural hinzugefügt wurde und auch Kontext. Den kannst du jetzt einfach bei Control Nodes angeben und so noch besser eben die Translation-Objekte erzeugen lassen oder eben auch die passenden Übersetzungen dynamisch hereinladen lassen. Das Inspector-Layout der Control Nodes wurde angepasst. Hier unten erstmal, wie das bisher aussah. Dann in der 4.7 Dev 4 unter anderem wurde ja die Custom Maximum Size eingefügt und das aktuellste UI-Layout im Inspector für die Control Nodes ist nun wie folgt. Erst kommt die Custom Minimum, dann Maximum Size, dann die beiden Haken für Propagate Maximum Size und Clip Contents. Dann aufpassen, hier unten Layout Mode und Anchor Preset und der Wert hier Layout Direction ist jetzt weiter unten hier bei Localization zu finden. Der Rest von der Reihenfolge ist hier gleich geblieben. Und zum Abschluss für dieses Video eine Sache im Bereich 3D. Denn jetzt können die verschiedenen Dateiformate wie GLTF, GLB oder auch FBX eben als einzelne Meshes oder komplette Mesh-Libraries importiert werden, und zwar über die Resource Importer Scene Klasse. Was heißt das genau? Wenn du in einer Szene zum Beispiel mehrere Models oder mehrere Meshes drin hast, dann wird bei der Mesh-Library Option alle Meshes, die gefunden werden können, erstmal in individuelle Godot-Szenen überführt und generiert und dann werden diese Godot-Packed-Scenes wiederum unterhalb einer Mesh-Library zusammengeführt. Und parallel dazu können die natürlich auch als Datei gespeichert werden und die Node-Namen können auch den Namen der Meshes sein. Die zweite Option, Single Mesh, prüft, ist ein Mesh in der Datei enthalten? Wenn ja, dann wird das einzelne Mesh in ein Array Mesh überführt. Aber aufpassen! Wenn eure importierte Datei mehr als ein Mesh beinhaltet, dann werden die erstmal alle in ein einziges Mesh gemerged und dann eben auch nur als ein Array Mesh ausgegeben. Da müsst ihr wirklich drauf aufpassen, was ihr dort auswählt. Aber ansonsten sind das die beiden neuen Möglichkeiten, die euch hinsichtlich 3D einen besseren Import erlauben. Alle weiteren Änderungen könnt ihr euch im interaktiven Changelog durchlesen. Ich habe mir jetzt hier die besten Features rausgepickt, die auch am relevantesten für alle sind, und sonst seht ihr die Liste nochmal kurz hier zum Ende des Videos. Das war das heutige Video zu Godot 4.7 erklärt. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert auch, wenn ihr mehr sehen möchtet, und schreibt mal in die Kommentare, was von all den gezeigten Dingen heute euer Favorit ist. Vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis zum nächsten Video. Bye bye!